English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine Boa Constrictor und das Ganze aber in weiß mit schwarzen Augen. Eine sogenannte Superfire Boa Constrictor. Ne? Also ich glaube, die Boas mussten mit am längsten darauf warten, dass es endlich eine weiße Schlange davon oder eine weiße Morph davon gibt. Gibt es jetzt seit 3-4 Jahren, würde ich mal Pi mal Daumen sagen. Also es ist noch brandaktuell. Ich würde mal sagen, dass sie eigentlich so ab dieser Saison erstmalig einigermaßen erschwinglich zu haben sind oder mehr oder weniger erschwinglich, haben schon einen relativ hohen Preis, kosten schon ein paar tausend Euro. Zumindest sind sie jetzt available. Eine Boa in Schneeweiß, schon tolle Sache, gefällt mir als alter Albino-Fetischist. Von dem her freue ich mich, euch das heute zeigen zu können. Eine Superfire Boa Constrictor Leucist. Unser Thema heute Terraristik, Anfänge 80er, 90er Jahre. Also ich habe Mitte, Ende der 80er habe ich angefangen mit der Terraristik. Und da möchte ich heute gleich ein wenig davon berichten, wie es damals war. Nachher zeige ich, oder haben wir noch so einen kleinen Test aufgebaut, so der klassische Fehler, den man damals fast jeder gemacht hat, möchte ich euch zeigen. Angefangen hat das Ganze viel mit Büchern. Ne? Also wenn ich mir heute anschaue, die Bücher spielen leider fast gar keine Rolle mehr in der Terraristik. Damals waren die Bücher, das war das Ein und Alles. Mein erstes Buch war hier Schlangen von Klaus Kriel. Das war mein erstes Schlangen- oder Terrarienbuch. Da habe ich drin gestöbert. Irgendwo ist sogar ein Königspython drin. Dann dachte ich mir, jawohl, genau, der muss es werden. Den will ich als Terrarientier. Auf dem Foto nicht einmal gescheit gehäutet ist er auf dem Foto, by the way, aber macht nichts. Das hat mir so gefallen, das hat es mir so angetan. Das, wie gesagt, war mein erstes Buch. Und der totale Klassiker damals war vom Ludwig Trudnau Schlangen 1 und Schlangen 2. Schlangen 2 sind die Giftschlangen, für die Terraristik weniger interessant, aber für die Terrarianer natürlich auch interessant. Ne? Also das hat mich genauso fasziniert, über die Giftschlangen was zu lesen. Aber mein Terrarientier habe ich mir aus dem Band 1 ungiftige Schlangen ausgesucht. Der Ludwig Trudnau, der war wirklich ein Vorreiter in der deutschen Terraristik und Herpetologie auf Terrarianerbasis und auf wissenschaftlicher Basis und mit seinen 2 Büchern wirklich absolut grundlegend. Die haben damals, by the way, ich glaube 59 oder 69 D-Mark gekostet, so ein Buch. Ne? Also das ist wie wenn man jetzt heute, kann man definitiv umrechnen, beziehungsweise fast noch mehr. Also 70 Mark für ein Buch, das war schon eine Stange Geld und das Ganze, wenn man noch beide wollte. Also das war dann so das klassische Weihnachtsgeschenk, was man sich damals hat schenken lassen und dann diese Bücher besessen hat. Was auch wirklich viel prominenter war wie heutzutage, war das Socializing, aber nicht das Socializing über Facebook oder über Insta oder irgendwas, sondern man hat noch miteinander telefoniert, hat sich am Telefon teils stundenlang unterhalten oder ist zu den Leuten hingefahren. Ne? Man hat sich gegenseitig besucht. Ne? Das war wirklich auch eine tolle Sache, weil man wusste, oh, der hat ein neues Tier, der hat eine, was weiß ich was, eine Dumerilli-Boa zum Beispiel, Madagaskar-Boa. Ne? Sowas wollte man unbedingt mal in Original sehen, dann ist man da hingefahren. Oder jemand hat eine Anaconda, eine grüne oder gelbe Anaconda, dann ist man hingefahren, hat den besucht, hat gesagt, du, darf ich mal vorbeikommen? Ja klar, komm vorbei. Und dann hat man einen Kaffee getrunken, hat sich die Tiere angeschaut. Oder man hat sich getroffen und selbst so banale Dinge, also zum Beispiel irgendeiner hat dann dieses Buch Living Snakes of the World irgendwo aus USA bekommen. Und dann hat man sich getroffen und oh, guck mal mein neues Buch und guck mal, was es da gibt. Also ein absolutes Highlight war diese Liasis-Boa. Ne?
hat man gesagt, was, eine Boa mit schwarz-orange, das gibt's doch gar nicht und so weiter. Ne? Also man hat sich an diesen Fotos allein ergötzt. Ne? Kein Mensch in der deutschen Terroristik hatte zumindest am Anfang so eine Liasis-Boa. Ne? Irgendwann hat man dann mal Tiere aus USA gekriegt. Ich würde mal sagen, Anfang der 90er vielleicht hat man aus USA welche importieren können. Aber gerade zu Ende der 80er oder auch noch Anfang der 90er hat man sowas wirklich nur aus dem Buch gekannt. Ne? Und ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, beziehungsweise die Jungen unter euch, die können sich das gar nicht vorstellen. Ne? Wenn man heutzutage, wenn ich sehen will, wie sieht eine Liasis-Boa aus, ich gehe an mein Handy oder gehe an den Computer, google das und sehe das Foto. Ne? Versucht euch mal das völlig wegzudenken. Ne? Ihr kennt das Tier, irgendeiner hat euch am Telefon gesagt, du, da gibt es eine Boa, die ist schwarz-orange, was schwarz-orange geringelt, wie so eine Lampropeltis oder wie so eine Königsnatter oder Korallenschlange oder so. Ne? Hat man gesagt, oh, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das denn aussieht und so weiter. Ne? Und hat man sich immer so im Gedanken probiert vorzustellen. Und irgendwann, wie gesagt, beim Terrarianer-Stammtisch oder beim nächsten Treffen kommt irgendeiner mit dem Buch Living Snakes von Mertens und sagt, guck mal, hier ist sie drin, hier ist ein Foto, hast du das schon mal gesehen? Und da sind 10 Jugendliche oder erwachsene Menschen, die sich da an so einem Foto ergötzen und fast wegschmeißen. Also das hat schon auch wirklich mächtig Spaß gemacht. Ne? Noch zu guter Letzt, wenn wir bei Büchern sind, irgendwann gab es dann den Schlangenatlas. Anfang, Mitte der 90er, würde ich sagen, muss der erschienen sein. Da war dann, in diesem Schinken war dann echt so ziemlich alles drin, was es an Schlangen in der Terroristik gab oder auch nicht gab. Das Buch hat, ich glaube, 190 D-Mark gekostet, ne? Also fast 200 Mark. Für jetzige Zeit 200 Euro oder im Verhältnis von der Kaufkraft noch mehr. Das musste man sich erst mal leisten können, aber das war super. Wenn man das besessen hat, dann war man der König der Terrarianergruppe. Hier mal so ein paar typische alte Terrarien-Utensilien, die man vor 30, 40 Jahren schon benutzt hat. Zum einen als Beleuchtung diese HQL-Lampen, ne? Mit diesen Vorschaltgeräten dazu. Das war so der Klassiker der Echsen- und Schildkrötenbeleuchtung. Also damals hatten diese HQL-Lampen noch einen gewissen UV-Anteil. Ne? Die Industrie ist erst später dazu übergegangen, immer mehr das UV-Licht rauszunehmen. Aber vor 20, 30 Jahren hatte so eine HQL noch UV-Anteil drin. Deswegen war in fast jedem Terrarium das hier als Licht verbaut. Ne? Das war gar nicht so einfach. Man musste das Vorschaltgerät dazwischen schalten. Wir hatten das damals als Bausatz verkauft. Ne? Lampe, Vorschaltgerät, Kabel dazu. Und dann musste man das so verkabeln. Und dann hatte man eine einigermaßen gescheite Terrarienbeleuchtung mit UV-Licht. Beziehungsweise als Alternative gab es diese Ultra Vitalux. Ursprünglich kam die aus dem Solarium-Bereich. Das hat Osram damals verkauft als Gesichtsbräuner für zu Hause. Ne? Da konnte man die sich reindrehen und davor setzen, eine Viertelstunde und sich ein wenig bestrahlen lassen, damit man ein wenig braun geworden ist im Gesicht. Hautkrebs gab es wahrscheinlich gratis dazu. Und das hat man dann aber für die Terroristik übernommen. Die hat man natürlich nicht den ganzen Tag anlassen können bei 300 Watt, sondern man hat sie am Tag so eine Viertelstunde angemacht. Oder man hat 300 Watt ist natürlich ein Haufen Leistung, man hat sein Terrarientier genommen, hat sie unter die Lampe drunter gesetzt eine Weile, eine Viertelstunde lang und dann wieder ins Terrarium. Also das hat man gemacht. Man wusste schon damals, dass die Reptilien UV-Licht brauchen und so hat man das dann bewerkstelligt, damit die Tiere UV-Licht abkriegen. Ne? So wie heute diese Mischlichtlampen oder HID-Lampen oder Röhren mit UV-Anteil gab es alles nicht, konnte man alles nicht kriegen. Deswegen musste man sich damit helfen. An dieser Stelle auch die Frage an euch, was sind denn eure alten Erinnerungen an diese Zeit? Beziehungsweise wer von euch hat denn überhaupt zu dieser Zeit schon angefangen? An was könnt ihr euch erinnern? Wie gesagt, sicherlich an diese Dinge. Postet's mal bei den Kommentaren, was euch so ad hoc einfällt zu der ganzen Thematik. Bin ich echt gespannt, freue ich mich wirklich drauf und ich verspreche euch, ich werde mir alles durchlesen und mitdiskutieren.
macht mir bestimmt Spaß. Der ganz große Klassiker war als noch die Beheizung der Terrarien. Ne? Man hat ein Terrarien beheizt, entweder mit Heizmatte oder mit Heizkabel. Ne? Die hat man unten reingemacht, deswegen hier auch mein kleiner Versuchsaufbau. Hier seht ihr das Kabel rausgucken. Man hat die Matte ins Terrarium reingelegt oder unten drunter unter das Terrarium, war auch eine Möglichkeit. Da hat man das Terrarium ein bisschen höher gestellt und hat so versucht, von unten das Terrarium auf, wenn es geht, 30 Grad hoch zu heizen. Physikalisch hat man ein wenig einen Fehler gemacht, weil das Streu, was man drin hat, das isoliert ja an sich schon. Ne? Also ich lege eine Heizung rein und dann mache ich isolierendes Streu drauf, was ja eigentlich schon Quatsch ist. Ne? Und dann ist man oft hingegangen, also wir haben jetzt so eine kleine Isoliermatte unten drunter gelegt. Das hat man auch gemacht, man hat irgendwie Styropor drunter, weil man wollte ja die Wärme nach oben haben. Und was man dann produziert hat, das zeige ich euch mal hier. Jetzt graben wir mal die Matte spaßeshalber aus. Messen mal die Oberflächentemperatur. Guckt mal hier, da haben wir also 53 Grad haben wir hier auf der Heizmatte schon, was natürlich schon jede Menge ist. Die habe ich heute Morgen, haben wir die eingeschalten. Jetzt heben wir sie mal noch hoch. Messen wir mal noch spaßeshalber unten drunter, da wird es noch schlimmer aussehen. Ja. Ich habe jetzt hier ein Problem, weil das Thermometer, das Flash-Thermometer natürlich nicht die Temperatur vom Glas misst, aber das Glas ist so heiß, ich kann wirklich nur kurz drauf fassen und dann verbrenne ich mir die Pfoten an dem Glas. Ne? Also ich schätze mal, wie gesagt, das Thermometer misst es mir nicht. Da kommt auch nur was von um die 50, jetzt ist es runter auf 46 Grad. Also geschätzt, wie gesagt, oben auf der Matte hatten wir über 50 Grad, Mitte 50, unten drunter sind es bestimmt so 70 Grad, würde ich mal schätzen. 60, 70 Grad hat die Glasscheibe mindestens, also die ist so heiß, wenn ich so drauf lang, tun mir die Finger weh. Das war eigentlich so der klassische Terrarianer-Fehler, den hat jeder gemacht. Die Konsequenz daraus war, dass meistens die Scheiben im Terrarium unten geplatzt sind. Ne? Irgendwann hat die Scheibe diese Hitze, diese Spannung nicht ausgehalten, hat Risse gekriegt oder ist geplatzt. So ziemlich jedes Terrarium hatte einen kaputten Boden, weil, wie gesagt, rein physikalisch die Idee, diese Matte unter das Streu zu legen und von unten auch noch Isolierung hinzumachen, das war eigentlich eine Schnapsidee, aber man hat es, wie gesagt, man hat es damals so gemacht. Ne? Das waren übrigens diese Thermolux-Heizmatten von der Firma Acculux, darf man an der Stelle ruhig nochmal erwähnen. Die waren mit Abstand die ersten, die diese Matten produziert haben. Die Matten gibt es auch heute noch. Bloß sinnvollerweise macht man die nicht mehr unten auf dem Boden unter das Streu, sondern man macht sie an die Rückwand oder an die Seitenwand oder man macht sie ohne Streu. Wenn ich die Matte offen hinlege, ohne dieses isolierende Streu, ist auch gar kein Problem. Aber ich darf nicht unten isolieren, Matte dazwischen, oben isolieren, dann gibt es einen Hitzestau und das, wie gesagt, war so der klassische Fehler damals, den man gemacht hat. Was ich auch gerade noch gefunden habe, so einen alten M&S Reptilienkatalog von 1998, ja, 25 Jahre alt jetzt, auch ganz interessant, wenn man mal guckt hier, Acrantophis dumerilli, Angebot 965 € im Angebot, also fast 1000 € für eine Dumerilli. Oder hier Cornader hypomelanistisch 124 €. Blizzard Cornader 300, also D-Mark natürlich, ne, nicht Euro, ich sage hier die ganze Zeit D-Mark. Also 965 D-Mark für eine Dumerilli, das waren noch ganz andere Preise und der Katalog war natürlich einiges primitiver, wie man das heutzutage hat, aber viele Produkte sind interessanterweise sogar noch jetzt die gleichen. Was mir auch noch zu der Zeit damals einfällt, sind so national so Größen in der Terroristik damals. Ne? Den Trutnau hatte ich vorher schon angesprochen oder natürlich die DGHT, ne? Die gibt es natürlich heute noch, war aber schon damals die große Plattform. Ne? Die DGHT hat den Rundbrief rausgebracht. Das war so ein kleines Heftchen, da standen Tiere drin, die man
die andere Terrarianer abgegeben haben. Ne? Das war dann, das Schwierige war, das war ja auch nicht alphabetisch sortiert oder konnte man gar nicht, sondern man hat reingeschrieben, ich, Stefan Brockhammer, verkaufe Kornader Nachzuchten, Königspüter Nachzuchten, Boa Nachzuchten und vielleicht noch die und die Vogelspinne. Ne? Und dann hat der Nächste und so weiter. Und ich glaube, es war nach Postleitzahl war es gegliedert. Also wenn man irgendwas gesucht hat, dann musste man das ganze dicke Heftchen durchgucken, wer denn in Deutschland jetzt einen Königspütern als Nachzucht zum Beispiel verkauft. Ne? Der, wie gesagt, DGHT Rundbrief hieß, der war echt auch spannend. Ansonsten eben, es gab Firmen, die Insektenfarm Arnst hier, die hat Futterinsekten gezüchtet, gibt es heutzutage nicht mehr. War so der erste große Anbieter für Futterinsekten. Oder die Firma Terrasystem haben die geheißen, die haben Heizkabel und Terrarien gemacht. Ne? Diese Heizkabel, die hat wahrscheinlich so ziemlich jeder in der Terraristik verwendet. Ne? War wirklich auch echt interessant. Ne? Ja, da gibt es noch eben viele andere Personen. Ne? Es gab einen, oder den gibt es heute, glaube ich, noch, den Sieling, der hat Chondros gezüchtet und rote Regenbogenboa. Der war einer der Götter in der Riesenschlangenzucht sozusagen. Wer fällt mir noch ein? Naja, weiß nicht mehr. Achso, dann gab es noch die Bayern Connection mit dem Semski und der Reini Maug. Ne? Der Reini Maug, den gibt es heute noch. Der Semski war Kollege von ihm, die hatten damals schon so die seltenen Sachen aus Madagaskar oder hatten auch Chondros gehabt, gezüchtet. Waren auch so die Größen in der Terroristik. Ja, das ist das, was mir einfällt für die Oldschool-Folge. Ich bin, wie gesagt, auf eure Kommentare gespannt, oder ihr könnt, vielleicht habt ihr Fragen oder gab es das schon oder jenes, oder wie gesagt, ich bin echt mal auf das Feedback gespannt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, Reptil TV abonnieren bitte und bleibt mir treu und checkt die alte und betreibt die neue Terroristik.